Für viele von uns ist es ganz normal, gesund zu sein und einfach zu atmen. Doch wie ist es, oft keine Kondition mehr zu haben und ständig eine Sauerstoffbrille tragen zu müssen? Heute sind wir von Zeitmensch-Doku bei Selina. Selina ist 29 Jahre alt und hat eine nicht mitgewachsene Luftröhre. Was das heißt, wird sie uns heute erzählen. Hi Selina, ich bin die Katharina. Hallo, komm doch gerne rein. Danke dir. Danke, dass wir heute hier sein dürfen, Selina. Wie geht's dir denn heute? Gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Mir geht's heute gut. Willst du uns noch mal kurz deine Geschichte erzählen? Wie fing das alles an? In welchem Alter? Also ich bin ganz normal natürlich auf die Welt gekommen, wie jedes andere Kind auch. Mit circa 1-2 Monaten habe ich immer mal wieder schlecht Luft bekommen mit kurzzeitigen Atemaussetzer, bin auch dann blau angelaufen. Daraufhin sind dann meine Eltern mit mir ins Krankenhaus gefahren. Die haben dann gemeint, natürlich gleich in die nächstgrößere Kinderklinik, wo dann festgestellt wurde, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe mit 3 Löchern, wo ja jetzt eigentlich normal ist heutzutage. Viele Kinder haben Löcher, die wieder verschließbar sind. War auch bei mir so der Fall. Allerdings hat man dann auch festgestellt, dass meine Luftröhre zu eng ist. Und da hat man dann versucht, über die Jahre, dass ich gewachsen bin natürlich, ist die leider nie mitgewachsen. Das hat man davor nicht so rauskriegen können, weil das gibt es leider heutzutage auf der Welt nicht nochmal. Und deshalb haben die Ärzte dann im Laufe der Jahre immer wieder versucht zu lasern. Es sind in meiner Luftröhre Engstellen entstanden, die man weglasern musste operativ. Dann hat man es versucht zu dehnen. Dadurch, dass die Schleimhaut natürlich so reizbar ist bei jedem Mensch, hat meine Schleimhaut natürlich darauf reagiert und hat dann ist noch enger geworden. Ach du je, okay. Genau, und das ist einfach ein schleichender Prozess gewesen, dadurch, dass ich ja damit aufgewachsen bin, nie richtig wusste, wie ist es gut, wie ist es, wenn man eine richtige Luftröhre hat, wie viel Luft braucht ein Mensch wirklich, habe ich das nie richtig, nicht gleich gemerkt natürlich. Bei deiner Erzählung gerade von wegen Schleimhäute gereizt und gedehnt, das klingt total schmerzhaft alles. Wie ging es dir dabei? Hast du da täglich Schmerzen in der Hinsicht oder nur nach den OPs oder wie ist das? Also ich war ja 19 Monate nach der Geburt auf Intensivstation. Und ich muss sagen, es hört sich zwar ein bisschen doof an, aber das Krankenhaus war mein zweites Zuhause sozusagen. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Die Ärzte und Schwestern haben mich eigentlich gut betreut, sodass es für mich jetzt kein so großes Problem war, dort zu sein. Okay. Natürlich abends, wenn meine Mutter wieder gehen musste, das war schwierig. Klar, aber da hatte ich dann meine Sonderposten. Ich durfte dann länger wach bleiben, durfte mit den Schwestern rumlaufen. Bei den OPs hatte ich ja schon ein bisschen Trauma, würde ich sagen. Ich habe eine Zeit lang keine Ärzte mehr an mich rangelassen. Jede Narkose war eine Qual. War eine Zeit, wo ich dann in die Pubertät kam, ziemlich schwierig. Musste auch unter psychologische Hilfe, weil ich habe mich sehr gewehrt, wieder in die Klinik zu gehen natürlich. Die OP an sich hat mir nicht wehgetan. Gut, teilweise, es war eher das, was es mit einem macht, psychisch. Das war eher so, wo ich oft zu knabbern hatte, wo du dann wieder Nachrichten gekriegt hast. Das hat nicht geklappt, wie man sich vorgestellt hat, oder es ist noch enger geworden. Ich musste ja bis zu meinem 18. Lebensjahr circa 2-mal im Jahr in die Klinik, um nachzuschauen. Und dadurch, dass mein Herz auch nicht die 100%ige Leistung hat, wie jetzt normaler, gesunder Mensch, hatte ich dann natürlich im Sport auch meine Einschränkungen und oftmals meine Ängste natürlich auch.
Also so sieht ein ganz normaler Sauerstoffcontainer aus mit ca. 60 Liter. Hier stellst du ein, wie viel, welche Stufe du haben möchtest. Es geht bis 10. Dann zischt er ordentlich. Jetzt hört man auch, dass es lauter wird, ja. Trägst du die Sauerstoffbrille auch bei Nacht? Ja, die habe ich auch bei Nacht an. Die löst sich nicht irgendwie mal, wenn man sich dreht, oder? Das kann mal passieren, dass es sich dann hier über die Ohren weggeht und dass ich dann ohne aufwache. Okay. Wachst du dann davon auf, dass es dir fehlt, oder das nicht? Das nicht, nee. Das Schläfst einfach weiter und am Morgen. Genau. Gut, dazu brauchst du ja auch nicht so viel Sauerstoff, ist ja nicht. Genau, es geht eigentlich eher, wenn ich dann im Haushalt Sachen mache, von A nach B laufe. Als ich reingekommen bin, war mein erster Blick natürlich auf den Schlauch. Ich hatte die ganze Zeit Angst, als wir reingelaufen sind, drauf zu treten. Was würde denn passieren, wenn man versehentlich mal drauf tritt kurz? Also wenn man kurz drauf tritt, passiert gar nichts. Bleibt man allerdings länger drauf, dann geht der Container los, so pfeifende Geräusche, dass der keine Luft mehr abgeben kann. Wenn du jetzt unterwegs bist mit deiner tragbaren Sauerstoffflasche und die leer wird, was würde denn dann passieren? Also passieren würde dann nichts. Also ich kann auch natürlich ohne Sauerstoff mich frei bewegen. Nur wenn ich jetzt höhere Anstrengungen mache, wie mehrmals Treppen laufen oder so, hört man es am Atmen, hier werde ich gleich laut im Atmen und muss halt mehr Pausen machen, aber passieren würde nichts. Hat man damals im Krankenhaus oder bei den Ärzten, wo du warst, direkt erkannt, dass es sich um eine zu enge Luftröhre handelt? Nee, leider nicht. Also ich war erst in einem anderen Krankenhaus und da haben die Ärzte meine Mutter immer besänftigt, die hat nichts, da ist nichts. Und dann hat mich ein anderer Arzt aus einer anderen Klinik gesehen und der hat gleich gemerkt, was los ist, und der hat gemeint, ich werde gleich in eine andere Klinik mit dem Hubschrauber geflogen, weil da ist was Größeres. Es war auch sozusagen eigentlich mein Glück. Mit dem Hubschrauber, weil die andere Klinik so weit weg war, Genau. oder? Ja, und weil es halt echt darum ging, jede Sekunde zählt. Und in der Klinik hatte ich auch meine erste Herz-OP. Was heißt Herz-OP? Was wurde da gemacht? Ich hatte ja 3 Löcher und die wurden mit Pads verschlossen, die Löcher. Pads wie Pflaster, So Pflaster, oder genau. so? Okay. Genau. Weil die doch zu groß waren, weil viele Kinder haben Löcher in den Herzen, aber die wachsen dann mit der Zeit selber zu. Meine waren leider zu groß. Und wie alt warst du dann da bei dieser Herz-OP und bei Noch diesem nicht mal ein Jahr. Oh, okay. Ja, Anfang ein Jahr hatte ich dann meine erste. Daraufhin war ich dann 19 Monate auf Intensiv. In der Klinik hatte weitere mehrere OPs. Genau, die ich auch fast zum Teil nicht überlebt hätte. Aber ich muss sagen, danke, dass ich es mit einem so jungen Alter erfahren haben durfte, weil hätte ich das jetzt alles in meinem Alter, wo ich jetzt bin, mitgemacht, ich weiß nicht, ob ich das so weggesteckt hätte. Da muss ich 1 oder 2 Jahre alt gewesen sein. Die Magensonde, weil ich jegliches Essen verweigert habe, musste man mich zwangsernähren. Und die Kanüle, dass ich besser atmen kann. Und hier sitze ich im Kinderwagen und ja, werde wahrscheinlich gerade durch die Gegend geschoben. Das heißt, damals hattest du eben das als Atemhilfe. Und wann kam dann nochmal die Sauerstoffbrille in dein Leben? Sauerstoff kam mit 27. Okay, erst okay. Ja, dem Krankenhausgang durfte ich, weil ich ja zu sagen Stammgast war, mit dem Cityroller der Schwester fahren. Ich hatte sozusagen meine Privilegien dort. Hier sieht man mich schon etwas älter, beim Malen und beim Essen. Da vorne, das ist jetzt wie so ein Plastikstück, das da dran ist? Oder was ist das gerade? Genau, das ist so ein Plastikstück, dass die Luft, der Widerstand da ist, dass die Luft nicht ganz rausgeht, dass ich reden kann. Ah, okay. Sozusagen, dass Luft an die Stimmbänder kommt. Dass nicht alles auf halbe Höhe an Luft schon wieder rauskommt, Genau. sondern wirklich oben. Okay. Ja. Ich finde es faszinierend, dass du da so offen mit uns drüber reden kannst, über auch die ganzen schlechten Erfahrungen. Gab es da auch schon Tage, wo du einfach so gar keinen Bock mehr hattest, um es mal so auszudrücken und gesagt hast, nee. Ja, natürlich gab es die Tage.
klar. Gerade wo ich in die Pubertät kam, die Phase war ziemlich schwierig, weil da musste ich Reiten aufgeben, was ich 12 Jahre lang wirklich gut betrieben habe. Und das dann aufzugeben wegen deiner Gesundheit. Im Sommer bist du eigentlich auch eher zu Hause, weil die Wärme macht einen so müde und wegen der schwülen Luft bekomme ich oft fast keine Luft und dann bin ich dann eher zu Hause, anstatt dann mit deinen Freunden zum Beispiel ins Freibad oder Unternehmungen zu machen. Was hilft dir dann oder was hat dir damals in solchen Momenten geholfen, wenn du wirklich merkst, okay, ich kann mein großes Hobby nicht mehr ausführen? Ja, Freunde, Familie natürlich und meine Haustiere. Also ich hatte Kaninchen und ich hatte auch einen Patenhund und das hat mir wirklich dann geholfen, darüber hinwegzukommen. Bist du dann auch anfällig für allgemein Lungenkrankheiten? Ist eine Grippe oder ein Husten im Winter? Steckst du das nicht so leicht weg wie andere Leute? Also ja, dadurch, dass ich in meinen frühen Jahren sehr viel in Krankenhäusern war und steril leben musste, hat mein Immunsystem diese Abwehrreaktionen nicht bilden können. Viele Kinder früher waren ja draußen im Spielplatz, haben Dreck gegessen zum Beispiel. Durfte ich alles nicht, konnte ich alles nicht. Dadurch hat sich mein Immunsystem nicht entwickeln können und bin natürlich sehr anfällig, was jetzt den Schnupfen angeht. Krankheiten bekomme ich gleich. Und ein Mensch braucht circa eine Woche, um eine Lungenentzündung auszukurieren. Bei mir ist es leider echt 2 bis 3 Wochen, bis ich dann wieder richtig auf Damm bin. Und dadurch, dass ich jetzt sauerstoffpflichtig geworden bin, ist es dann noch schwieriger, weil ich dann fast keine Luft mehr bekomme. Dann sind so kleine alltägliche Sachen von A nach B zu laufen ziemlich anstrengend für einen. Du meintest vorhin, auch in der Pubertät hat sich da was geändert, deswegen musstest du ja auch dein Hobby Reiten aufgeben. Was hat sich denn da geändert? Wodurch wurde es da noch schlimmer? Ja, es wurde dann noch schlimmer, also noch enger. Da wurde dann die endgültige Enge, aber festgestellt, dass es 50% nochmal verengt wurde. Und dann ging es darum, nochmal zu lasern, aber dann habe ich gesagt, dass ich das nicht möchte, weil es wäre 50-50 Risiko geworden. Entweder hätte es geklappt oder die 50% hätten sich dann nochmal verringert. Was heißt es zu lasern? Was hätte man da gemacht? Ich kann mir da jetzt gerade gar nichts drunter vorstellen. Da hätte man einfach die Enge sozusagen weggeschnitten. Was einem natürlich auch ins Auge springt, das ist das Pflaster, das du am Hals trägst. Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass da ein Loch drunter ist? Genau, Tracheostoma. Hast du das gebraucht, bevor du diese Sauerstoffbrille dann bekommen hast? Oder? Ja, habe ich bekommen, wo ich diese enorme Luftnot hatte, dass man mich überhaupt beatmen kann. Und dadurch, dass die Enge ja immer wieder enger wird und meine Luftröhre ja zu klein ist, hat man gesagt, man lässt das Loch, falls ich mal so stark in Luftnot bekommen sollte, dass man gleich ran kann. Das Geräusch, also dieses Atemgeräusch, das wir ja jetzt hören, kommt es auch von dem Pflaster oder woher kommt das jetzt? Von der Sauerstoffbrille oder? Das kommt von der Enge. Okay. Das ist die Enge, wo man hört. Also tatsächlich deine Luftröhre, deine Lungen. Genau. Hört man da. Wenn du jetzt mal Atemnot haben solltest, was musst du dann machen? Dann natürlich erst den Notruf wählen und dann das Pflaster abmachen. Und wenn die Notärzte kommen, habe ich meine Arztbriefe natürlich parat. Und die wissen ja auch, also es gibt viele Leute, die Tracheostomas haben, auf verschiedene Art und Weisen. Aber die wissen dann eigentlich in der Regel schon, was dann zu tun ist. Wenn der Notarzt dann also wirklich kommt und du ins Krankenhaus musst, wenn es Atemnot gibt, behandelt man deine Lunge dann ganz normal wie andere Lungen oder muss da irgendwas beachtet werden? Also ganz normal wie andere nicht. Dadurch, dass meine Luftröhre ja nie mitgewachsen ist, ist sie ja so kindlich geblieben. Und ich brauche tatsächlich die Tubusschläuche von Kindern. Wie war das dann früher in der Schule noch? Also
Bist du ganz normal zur Schule gegangen, wie die anderen auch, oder? Also zur Schule konnte ich natürlich ganz normal gehen, wie die allen anderen. Hatte natürlich aber auch eine Krankenschwester bei mir, die dann im Nebenzimmer, wo ich Unterricht hatte, war. Und für den Fall der Fälle, falls ich schlecht Luft bekommen sollte, irgendwas sein sollte, dass die dann gleich eingreifen kann. Das heißt, eine komplette Schulzeit über war immer... Von der 1. Klasse bis zur 9. war immer eine Schwester dabei. Okay, wow. Auch in den Schullandheimen und Klassenfahrten. Ja, Familie, Freunde, wie gehen die damit um? Also meine Familie natürlich offen, war nie ein Problem. Und auch, ich muss echt sagen, in der Schulzeit hatte ich auch nie ein Problem. Ich wurde immer gleich angenommen, akzeptiert. Also hatte da zum Glück keinerlei Erfahrungen wie Mobbing oder Ausgrenzungen. Schon beim Reinkommen habe ich die vielen Kinderfotos und Spielzeuge gesehen. Möchtest du uns denn noch mal was erzählen über dein jetziges Leben, deinen Familienstand, wie du wohnst? Ich habe 2 Kinder, bin auch verheiratet. Meine Große ist 5 und mein Kleiner ist 3. Und beide Kaiserschnitt, geplanter Kaiserschnitt, weil natürlich, ich habe da natürlich nicht so die Kraft für eine natürliche Geburt. Durch das ganze Pressen und so, das würde ich nicht schaffen. Deswegen geplanter Kaiserschnitt. Bei der ersten hat die PDA nicht gewirkt. Das heißt, ich habe komplett alles miterlebt. Oh Gott. Und bei meinem Kleinen hat natürlich zum Glück alles geklappt. Ist es denn vererbbar, also die verkleinerte Lunge und die... Nee, zum Glück nicht. Das nicht. Gab es denn in der Schwangerschaft selber noch mal Komplikationen deswegen? Also zum Ende hin. Dadurch, dass sich das Kind im Bauch ausbreitet und die Lungen zusammenquetscht, habe ich natürlich noch weniger Luft gekriegt und man musste beide 2 Wochen früher holen. Damit danke ich mich, Selina, dass wir heute hier sein durften. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass es so bleibt oder sogar wieder besser wird. Vielen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Katharina vom Team Zeitmensch-Doku. Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch oder Sie kennen außergewöhnliche Menschen? Dann schreiben Sie uns an zeitmenschdoku@gmx.de. Und wenn Ihnen unsere Dokumentation gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren.